Letztens habe ich dir eine Anleitung für diese Anhänger gezeigt. Gestaltet mit dem Stempelset Wunderbare Freundschaft und in den neuen InColors 2021 bis 2023. Jo, wohin nun damit? Richtig, ins Anhängeralbum, ins Mini-Album für meine Anhänger. Wie ich das angefertigt habe und worauf du achten solltest, wenn du das neue schimmernde Pergamentpapier von Stampin' Up verwendest, das zeige ich dir jetzt. Gleich geht's los, bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Heute also ein kleines Mini-Album für die Anhänger, für die Tags, gestaltet mit dem schimmernden Pergamentpapier von Stampin' Up. Hier habe ich schon mal eine Laterne damit gestaltet, ein Windlicht. Die Anleitung dafür verlinke ich dir. Auch die Anleitung zu meinen Tags wird verlinkt. Und nun die Verpackung dafür. Hier auf meinem Kanal erwarten dich viele kreative Ideen und Anleitungen. Dir gefallen meine Projekte? Dann gib mir gern einen Daumen hoch. Abonniere am besten gleich meinen Kanal, das kostet dich nichts, aber du verpasst keine meiner weiteren Videos. Und es kann auch schon losgehen, wir brauchen heute nicht viel, wir brauchen ein Stück von diesem schimmernden Pergamentpapier. Ich habe den Bogen in 12 x 12 Inch, das sind 30,5 x 30,5 cm. Da es heute ganz einfach ist und schnell geht, werde ich in Inch arbeiten. Die Zentimetermaße kann ich dir auf meinem Blog noch vermerken. Schreib mich dann einfach an. Also dieses Blatt brauchen wir, außerdem 2 Stück Farbkarton in Grundweiß in den Maßen 3 x 6 Inch. Da brauchen wir noch ein kleines Bändchen. Stempelsets habe ich verwendet. Wunderbare Freundschaft. Wiesenruhe eventuell noch. Schauen wir mal. Und dann kann es auch schon losgehen. Am besten du legst dir gleich alle Materialien zurecht. Dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Wo bekommst du diese tolle Materialien her? Klar, die bekommst du natürlich direkt von mir. Die sind von der Firma Stampin' Up. Und du kannst sie bei mir bestellen. So, jetzt aber genug gespafelt. Jetzt geht's los. Wir nehmen das große Stück Pergamentpapier, 12 x 12 Inch, und schneiden erstmal einen Streifen ab von 3 Inch. Das heißt, ich lege das jetzt hier ein bei 9 Inch. Das ist ja klar, dann sind 3 weg. Falzlinie kann beiseite, das Ganze schön gerade und den Streifen abschneiden. Den nehmen wir dann für unsere Banderole. So, und jetzt brauchen wir Falzlinien. Und ich habe ja gesagt, was musst du beachten bei diesem Pergamentpapier? Total toll, super zu verarbeiten, Schimmer zu fein, kann man mögen oder nicht, aber selbst ich, der so Schimmerkram ja eigentlich nicht mag, hiermit kann ich, das passt. Okay. Wir klappen es nochmal auf. Es lässt sich übrigens leichter verarbeiten als das weiße Pergamentpapier von Stampin' Up, wenn man solche Falzlinien anlegt. Für andere Dinge, das weiße ist natürlich top, aber für diese Falzlinien, wie gesagt, arbeite ich gern mit diesen. Die lange Seite lege ich an und falze jetzt, brauche Falzlinien schön gerade anlegen bei 3 Inch und ich setze die Klinge sachte drüber. Bei 6 Inch und bei 9 Inch. Du siehst schon, ich arbeite da ganz dezent und vorsichtig, dass mir nichts reißt. Und jetzt in diese Richtung nochmal kurze Seite angelegt bei 3. Mehr passiert schon wieder nicht. Das Ganze packen wir beiseite. Und das war es auch schon. Jetzt falze ich vorsichtig diese Seite nach oben und kann mich entscheiden. Ich zeige dir das mal hier. Möchte ich die Klappen unten matt haben oder glänzend oder andersrum? Ich habe es jetzt so, dass die Klappen unten matt sind, aber die Oberseite glänzend. Und ich lasse das auch so rum. Und jetzt falze ich es einmal. Ich habe das also nach oben gefalzt. Und jetzt müssen wir immer schauen, dass die Falzlinien gerade bleiben. Und falze es einmal in der Mitte aufeinander auf die andere Seite. Die Falzlinie ist ja da, das passt. Und diese Seite zurück. Das passt auch schön gerade. Falzlinien liegen, aber wir schieben jetzt durchaus nochmal schön gerade. Und die andere Seite genauso. So, grundsätzlich sitzt das gut. Was müssen wir jetzt ändern? Wir müssen die Falzlinien einmal ändern, weil jetzt hätten wir es hier vorne. Also, jetzt wird nochmal in die andere Seite gefalzt. Das geht, das hält das Papier aus.
Warum mache ich das? Damit das wirklich sauber liegt mit meinen Falzlinien. Deswegen falze ich durchaus in beide Richtungen. Haltet sich dann auch besser auf und zu. Wenn du das nicht magst, mach es nur in eine Richtung. So. Fertig gefalzt. Du siehst, alle Linien sind noch stabil. Jetzt stelle ich es auf. Super. Und ich habe gemerkt, ich kann wunderbar mit meinem doppelseitigen Abreißklebeband diese Sachen kleben. Und zwar klebe ich hier unten die Kante. Ich kann das nochmal aufbalten. Ich setze jetzt hier drüben einen Klebestreifen an. Und hier drüben einen Klebestreifen an. Und ich für mich setze keine weiteren Streifen an, weil ich finde, wenn das so ein bisschen in sich nicht komplett und kompakt ist und nicht hier festgeklebt ist, habe ich viel mehr Möglichkeiten, auch solche Tags reinzupacken, die ein bisschen erhaben sind und also Bling Bling oben drauf haben. Das passt dann wunderbar, weil kann ich die Klappe ein bisschen auseinander machen und schon passt das. Also außen nur ankleben. Jetzt ziehen wir unsere Schutzfolie vom Klebestreifen ab. Vorderseite deckungsgleich drauf. Und das machen wir hier drüben genauso. Das ist ja immer so eine Sache, womit man Pergamentpapier klebt. Du kannst es also hiermit wunderbar kleben. Flüssigkleber bin ich nicht bei, das sieht man. Dadurch, dass die Oberfläche aber angeraut ist, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, hier innen rein, siehst du das? Wie du siehst, siehst du nichts. Praktisch mit doppelseitigem Abreißklebeband die weißen Außenflächen drauf zu kleben. Die habe ich hier. Jo, das klebe ich schon mal drauf. Die Rückseite klebe ich schon mal drauf. Aber vorher nehme ich mir ein Band. Und in dem Fall gehe ich nochmal aufs Lodengrün. Schnippel ab. So. Und auch hier wieder meine übliche Taktik. Doppelseitiges Abreißklebeband setze ich jetzt hier in die Höhe, wo die Lasche sitzt. Weil wenn man doch noch was sehen würde, dann sieht man nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dann ist das verdeckt. Und das mache ich links und rechts. Also da oben an die Kante. Und dann, so wie immer bei solchen Sachen, setze ich mein Band jetzt schon an, damit es dann bedeckt gut ausschaut. So, jetzt legen wir das mal so hin. Hier ist es mittig. Hier war meine Mitte. Hier setze ich es an auf meinen Klebestreifen, lege es drum, schaue, dass es hier vorne an der gleichen Stelle rauskommt und drücke an. Das ist also ein bisschen unterhalb, weil wie gesagt, ich wollte diese Kante nutzen. Das passt. Jetzt haben wir nur das Problem mit hier hinten. Was machen wir da? Ganz klar. Wir schneiden das hier auf. Und zwar Schere hier runter, hier aufgeschnitten und da aufgeschnitten. Und schon haben wir die Bänder in der gleichen Höhe angebracht und können trotzdem unser Album ziehharmonikamäßig hinstellen. So, die Rückseite können wir schon ankleben, die Vorderseite gestalten wir dann. Wir legen das schön aufeinander und ich bringe hier drauf mein doppelseitiges Abreißklebeband auf. Ich weiß ja, da kann ich nicht mehr verrücken, aber wir müssen uns auch mal was zutrauen. Also abziehen. Wie geht es am einfachsten? Ich bin der Meinung, am einfachsten geht es so rum. Ich lege das hier hin. Bis eben war ich der Meinung. Mal sehen, ob ich hinterher noch der Meinung bin. Und dann packe ich das hier bündig drauf. Und du siehst, es hat funktioniert. Das ist super. Ich habe nur eine kleine Falte. Da achte du bitte drauf, dass es sich nicht faltet. Hier faltet es sich minimal, aber das verdecken wir dann wieder. So, okay. Vorderseite noch gestalten. Jetzt kommen wir endlich zu dem tollen Stempelset. Wunderbare Freundschaft. Und da setze ich mir mal einen Baum drauf. Und was haben wir hier? Ich nehme Espresso, nehme einen Stempelblock, das Bäumchen auf und stempel das Bäumchen hier unten hin. Wir haben letztens schon diskutiert, ob der Schreibtischstuhl noch zu reparieren geht. Und sind zu dem Schluss gekommen, nö, es geht ja nicht. Aber den neuen haben wir uns auch noch nicht besorgt, also da geht noch was. Jetzt oben in Celadon gestempelt. Du weißt ja, wir haben hier dieses 2-Schritte-Stempelset.
Also stempel ich mit Lodengrün noch einmal drüber und stempel hier unten auch nochmal Lodengrün. Hier siehst du diese 2 Schritte. Den Baum. Nochmal zurück zur Celadon. Wählen wir es aus. Hier der Unterschied. Guck mal, der erste Stempel. Und jetzt setze ich den zweiten Stempel drauf. Du es genau sehen. Genau. So, das ist das. Und jetzt noch ein schöner Spruch. Und das ist der Spruch: Freundschaft gibt Kraft und Halt. Nochmal das Lodengrün gebrauchen dafür. Schauen, dass die Freundschaft gerade sitzt. Dann sitzt der Rest nämlich auch gerade. Ja, und jetzt kannst du überlegen, was da noch abgeht. Da haben wir natürlich noch diese kleinen Kleckse. Und wenn wir die draufsetzen, hat es den Vorteil, wenn ich dann wirklich mal gekleckst habe, sieht kein Mensch. Damit ist das dann verdeckt. So, jetzt überlege ich, ach, ich Klecks in Grün. Soll der Geiz. Ich Klecks in Grün. Also Celadon und Lodengrün. Sowieso schon meine neuesten Lieblingsfarben. Jo, und dann passt das. So schnell, das kann das gehen. So, jetzt wird es vorne drauf geklebt. Wo ist mein Büchlein? Hier. Das setzen wir jetzt hier vorne drauf. Dran denken, eben ist mir hinten eine kleine Falte passiert, dass dir das nicht passiert beim Aufkleben. Jetzt setze ich es mal hier drauf. Mal sehen, ob das da nicht passiert. Ich kenne das ja schon. Wir lernen aus den Fehlern. Und das ist ein Prozess, es immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Ja, und jetzt setze ich es so rum drauf, damit ich die Kanten von der Vorseite genau nehme und verdecke. Und jetzt gucken wir mal. Guck mal, kleine Falte gab es wieder, aber die können wir rausstreichen und dann passt das. Jo, jetzt ist es mal nicht so bunt gestaltet. Jetzt können wir die Tags reinpacken. Und du siehst, dadurch, dass das hier innen lose ist, kann ich auch Tags einpacken, die da Bling Bling dran haben und Auflagen. Und trotzdem funktioniert das. So, und was nehmen wir noch? Ich glaube nicht. Perfekt. Ob ich da vorne jetzt noch die Piepmetze draufsetze oder nicht, ich denke, ich setze sie nicht drauf, weil ich mir sage, so, jetzt haben wir das so und können es trotzdem hinstellen, weil es natürlich ein bisschen hinten auseinander geht. Das kannst du dir jetzt überlegen. Bei diesem hier habe ich kein Band reingebaut, so wie hier, sondern bei diesem will ich diesen Streifen verwenden. Das geht jetzt wie folgt. Ich lege den Streifen hier einmal drum, bis hier vorne. Und du weißt ja, ich bin da so ein bisschen nach Augenmaß, schneide mir das jetzt ab. Habe das vorher nicht ausgemessen, weil ich möchte das so übereinander kleben, dass es relativ locker liegt. Nehme mein doppelseitiges Abreißklebeband, setze das hier drauf. Und je nachdem, ob ich es vorne oder hinten haben möchte, so jetzt mal so mittig, das da rum, das hier drüber und schön locker gerade aufeinander kleben. Und schon habe ich eine lockere Banderole, die da rum ist. So, die könnte ich jetzt noch weiter gestalten. Ganz einfachste Aktion wäre, dass ich hier vorne einen Tag drauf klebe. Und dann ist schon wieder Ruhe und das Ganze ist wunderbar gestaltet und dann kommt der Rest zum Vorschein. In dem Fall würde ich wahrscheinlich einen Tag mit Herz nehmen, weil das ist ja für mich dieser spezielle Effekt. Schau mal, wenn ich das hier drauf klebe, dann habe ich nochmal diesen, ich habe beim ersten Video gezeigt, ich drehe einfach die Baumkrone um und schon habe ich ein Herz. Und das werde ich wahrscheinlich hier so drauf kleben. Okay. Jo, so schnell ging es. Meine Tags sind versteckt. Ein Mini-Album für die Anhänger, für die Tags. So einfach. Das war mein Projekt für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Willst du meine Idee nachbasteln? Dann speichere sie doch am besten in einer Playlist. Dann brauchst du später nicht lange suchen. Hast du Fragen, dann schreib mir einfach, abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keine meiner weiteren Videos. Alle Maße findest du auch auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf.
Deine Angela von der Stempelfamilie.